Serien und Filme, Strategien für mehr Effektivität. Wenn es ums Sprachenlernen geht, gibt es kaum eine Methode, die so viel Begeisterung auslöst wie das Lernen mit Serien und Filmen. Kein Wunder, Serien sind spannend, unterhaltsam und sie bringen dich mitten in die Sprache hinein, ohne dass es sich wie klassisches Lernen anfühlt. Im Gegensatz zu Lehrbüchern, die oft künstliche Dialoge präsentieren, zeigen Serien echtes Leben. Menschen sprechen schnell, unterbrechen sich, benutzen Umgangssprache oder sogar Humor. Genau diese Authentizität macht Serien für Lernende so attraktiv. Du hörst, wie Deutsch wirklich klingt, nicht wie es im Schulbuch konstruiert wurde. Ein weiterer Vorteil: Serien binden dich emotional ein. Du fieberst mit den Charakteren, lachst über witzige Szenen oder bist neugierig, wie die Geschichte weitergeht. Emotionen verstärken das Gedächtnis. Das bedeutet, Wörter, Redewendungen und typische Sätze bleiben dir viel leichter im Kopf, wenn du sie in einem spannenden Kontext erlebst. Außerdem bieten Serien eine unglaubliche Vielfalt. Egal ob Krimi, Comedy, Drama oder Fantasy, du kannst ein Genre wählen, das dir Spaß macht. Dadurch bleibst du motiviert, regelmäßig dran zu bleiben. Serien sind also nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Sprachkurs, der nie langweilig wird. Natürlich gibt es auch Stolpersteine. Muttersprachler sprechen schnell, Slang kann verwirrend sein und ohne Strategie fühlt man sich schnell überfordert. Aber genau deshalb lohnt es sich, einen klaren Plan zu haben. In dieser Serie erfährst du Schritt für Schritt, wie du Serien und Filme so nutzt, dass sie nicht nur unterhaltsam, sondern auch effektiv für dein Deutschlernen sind. Du lernst, wie du Untertitel clever einsetzt, Szenen mehrfach nutzt, Dialoge nachsprichst und neue Wörter im Kontext verankerst. Kurz gesagt, wie du Serien von Zeitvertreib zu einem echten Sprachtraining machst. Wenn du ein klassisches Lehrbuch aufschlägst, findest du oft Dialoge wie diesen. Hallo Anna, wie geht es dir? Gut, danke. Und dir? Auch gut. Das ist zwar korrekt, aber hat wenig mit echten Gesprächen zu tun. In Serien dagegen erlebst du Sprache so, wie sie im Alltag wirklich klingt. Menschen sprechen durcheinander, benutzen Umgangssprache, fangen Sätze an und brechen sie wieder ab. Sie lachen, fluchen, machen Pausen. Genau das macht Serien so wertvoll. Sie zeigen dir authentische Kommunikation. Warum Lehrbuchdialoge oft künstlich sind? Sie sind bewusst vereinfacht, damit Anfänger sie sofort verstehen. Sie haben wenig Redewendungen oder Umgangssprache. Sie folgen einem klaren Muster, das in der Realität selten vorkommt. Warum Serien realistischer sind? Du hörst, wie Muttersprachler tatsächlich sprechen. Schnell, mit Abkürzungen und Füllwörtern wie weißt du, naja. Du bekommst ein Gefühl für Rhythmus, Intonation und Betonung. Du lernst Wörter und Phrasen, die in echten Gesprächen ständig vorkommen, aber im Lehrbuch oft fehlen. Natürlich bedeutet das auch, Serien sind schwieriger zu verstehen als Lehrbuchtexte. Aber genau das ist der Vorteil. Sie bringen dich schneller an die echte Sprache heran und bereiten dich auf Situationen vor, die dir im Alltag begegnen. Lehrbücher sind gut, um die Grundlagen zu lernen. Serien sind der nächste Schritt, um Sprache lebendig zu erleben. Sie liefern dir nicht nur Grammatik und Vokabeln, sondern auch Kultur, Humor und den natürlichen Sprachfluss. Wenn du also wirklich flüssig Deutsch sprechen willst, musst du früher oder später raus aus der Lehrbuchwelt und rein in die Welt der Serien und Filme. Untertitel sind ein mächtiges Werkzeug, aber nur, wenn du sie richtig einsetzt. Viele Lernende machen den Fehler, Serien mit Untertiteln in ihrer Muttersprache zu schauen. Das ist bequem, aber bringt für dein Deutsch kaum etwas. Dein Gehirn liest dann nur die Übersetzung und das gesprochene Deutsch läuft im Hintergrund wie ein Geräusch. Schritt 1: Untertitel auf Deutsch.
Stelle die Untertitel direkt auf Deutsch. So siehst du das gesprochene Wort gleichzeitig geschrieben. Dein Gehirn verknüpft Klang und Schrift. Und du lernst die Rechtschreibung nebenbei. Schritt 2. Erst mit, dann ohne Untertitel. Wenn du eine neue Serie anfängst, nutze am Anfang Untertitel, um den Einstieg zu erleichtern. Sobald du die Charaktere und den Sprachstil besser kennst, schaue dieselbe Szene noch einmal ohne Untertitel. So trainierst du dein Hörverständnis und merkst, was du schon ohne Hilfe verstehst. Schritt 3. Aktiv statt passiv. Untertitel sind keine Krücke, sondern ein Trainingsmittel. Pausiere, wenn dir ein Ausdruck auffällt, lies ihn laut mit und präge ihn dir ein. Ein Satz wie „Mach dir keine Sorgen" bleibt viel besser hängen, wenn du ihn hörst, liest und selbst sprichst. Fehler vermeiden. Nicht ständig mitlesen. Versuche, erst zuzuhören und wirf dann nur einen kurzen Blick auf den Untertitel. Nicht in der Muttersprache schauen. Das hält dich in der Übersetzungsfalle fest. Richtig genutzt machen Untertitel Serien zu einer Art interaktiven Sprachkurs. Du hörst, siehst und sprichst die Sprache gleichzeitig. Eine der effektivsten Lernkombinationen überhaupt. Viele denken, man müsse immer nur neues Material sehen, um zu lernen. Doch gerade beim Sprachenlernen ist Wiederholung der Schlüssel. Deshalb ist es extrem effektiv, Szenen mehrfach zu schauen, jedes Mal mit einem anderen Fokus. Erster Durchgang: Verstehen der Handlung. Schau die Szene ganz normal, mit oder ohne deutsche Untertitel. Konzentriere dich nur auf die Geschichte. Wer spricht mit wem? Worum geht es? Welche Stimmung herrscht? Ziel: das große Ganze verstehen. Zweiter Durchgang: auf Sprache achten. Jetzt konzentrierst du dich auf typische Phrasen und Chunks. Stoppe zwischendurch, wiederhole Sätze und achte auf Intonation. Vielleicht fällt dir ein Ausdruck wie „na klar" oder „kein Problem" auf. Schreib ihn auf oder sprich ihn laut nach. Dritter Durchgang: aktiv mitmachen. Jetzt bist du dran. Sprich einzelne Sätze synchron mit den Schauspielern. Versuche den Rhythmus und die Aussprache nachzuahmen. Das ist wie eine Mini-Version von Shadowing. Du lernst, wie die Sprache im echten Tempo klingt. Vierter Durchgang: ohne Untertitel. Wenn du die Szene schon gut kennst, schau sie noch einmal ohne Untertitel. Du wirst überrascht sein, wie viel du jetzt verstehst. Dein Ohr lernt, auf Deutsch zu vertrauen, statt auf Text. Warum das funktioniert? Beim mehrfachen Schauen wird aus Überforderung nach und nach Vertrautheit. Wörter, die beim ersten Mal unklar waren, erkennst du plötzlich automatisch wieder. Genau so baust du Sprachgefühl auf, nicht durch stundenlanges Pauken, sondern durch gezielte Wiederholung. Statt jede Woche 10 neue Serien anzufangen, ist es viel sinnvoller, wenige Szenen intensiv zu üben. So verwandelst du Serien von passiver Unterhaltung in echtes Sprachtraining. Serien und Filme sind nicht nur zum Zuschauen da, sie sind perfekte Vorlagen, um selbst aktiv zu sprechen. Eine der effektivsten Methoden dabei ist Dialoge nachsprechen. Warum Nachsprechen so stark ist? Wenn du die Sätze der Schauspieler laut wiederholst, trainierst du gleichzeitig Aussprache, Rhythmus, Intonation und typische Redewendungen. Dein Mund gewöhnt sich an die Bewegungen, dein Ohr an den Klang und dein Gehirn speichert die Phrasen als fertige Einheiten ab. So kommst du der natürlichen Sprache ein Stück näher. So funktioniert's praktisch. Erstens: kurze Szene wählen, am besten 20 bis 40 Sekunden, nicht länger. Zweitens: einmal zuhören, konzentriere dich auf die Stimmung und den Inhalt. Drittens: mitlesen, mit deutschen Untertiteln die Sätze verfolgen. Viertens: laut nachsprechen.
Wiederhole die Sätze Satz für Satz. Pausiere, sprich nach, pausiere, sprich nach. 5. Synchronisieren. Beim nächsten Durchgang sprich gleichzeitig mit den Schauspielern. Versuche, Tonfall und Tempo nachzuahmen. Beispiel: Die Figur sagt: Kommst du heute Abend vorbei? Du hörst zu, liest mit und wiederholst: Kommst du heute Abend vorbei? Beim nächsten Mal sprichst du synchron, fast wie ein Schauspieler. Tipp: Du musst nicht perfekt klingen. Ziel ist nicht, einen Akzent komplett zu vermeiden, sondern flüssig und selbstbewusst zu sprechen. Fehler sind Teil des Prozesses. Dialoge nachsprechen verwandelt Serien von passivem Konsum in aktives Sprachtraining. Du lernst nicht nur Wörter zu verstehen, sondern sie auch selbst zu benutzen. Und zwar im echten Tempo. Ein großer Vorteil beim Lernen mit Serien und Filmen ist, dass du neue Wörter direkt im Kontext kennenlernst. Also nicht isoliert auf einer Vokabelliste, sondern in einer echten Situation mit Handlung, Bildern und Emotionen. Warum Kontext so wichtig ist. Wenn du nur Vokabel ist gleich Übersetzung lernst, fehlt deinem Gehirn der Zusammenhang. Das Wort bleibt abstrakt und wird leicht vergessen. In einer Serie dagegen siehst du Mimik, Gestik und hörst die Stimmung. Beispiel: Jemand sagt: Mir ist kalt, während er zitternd die Jacke enger zieht. Du musst gar nicht übersetzen, die Bedeutung ist sofort klar. Wie du Wörter im Kontext festigst. Markieren und aufschreiben. Wenn dir ein neues Wort auffällt, notiere es mit der ganzen Phrase, nicht nur als Einzelwort. Statt kalt schreib: Mir ist kalt. 2. Bildlich denken. Stell dir die Szene vor, in der du das Wort gehört hast. Dein Gehirn verknüpft Sprache mit einem Bild und Bilder bleiben viel länger im Gedächtnis. 3. Selbst anwenden. Wiederhole das Wort in einem eigenen Satz oder spiele die Szene nach. So machst du das Gelernte aktiv nutzbar. Nicht jedes Wort lernen. Versuche nicht jedes unbekannte Wort aufzuschreiben. Konzentriere dich auf Ausdrücke, die häufig vorkommen oder für dich nützlich sind. Dein Ziel ist nicht ein Wörterbuch im Kopf, sondern ein aktiver Wortschatz für den Alltag. Bonuseffekt. Durch Serien lernst du nicht nur einzelne Wörter, sondern auch Chunks, feste Wortgruppen wie „Mach dir keine Sorgen“ oder „keine Ahnung“. Solche Bausteine sind viel wertvoller, weil du sie sofort im Gespräch einsetzen kannst. Fazit: Serien liefern dir Wörter im besten Lernumfeld überhaupt, eingebettet in Handlung, Emotion und echten Dialog. Genau dadurch bleiben sie hängen und werden zu deinem aktiven Sprachschatz. Serien sind nicht nur Sprachtraining, sie sind auch ein Fenster in die Kultur. Sprache und Kultur sind untrennbar verbunden, und wer wirklich fließend sprechen will, muss auch die kulturellen Nuancen verstehen. Genau hier haben Serien einen riesigen Vorteil gegenüber Lehrbüchern. Alltagskultur erleben. In Serien siehst du, wie Menschen miteinander umgehen. Wie begrüßen sie sich? Welche Gesten nutzen sie? Welche Höflichkeitsformen sind üblich? Ein einfaches „Na, alles klar?“ als Begrüßung findest du in keinem Lehrbuch, aber in einer Serie taucht es ganz natürlich auf. Humor und Redewendungen verstehen. Humor ist oft der schwierigste Teil einer Sprache, weil er stark kulturell geprägt ist. Durch Serien bekommst du ein Gefühl dafür, warum eine Szene lustig ist, auch wenn du nicht jedes Wort verstehst. Außerdem lernst du Redewendungen, die typisch für Muttersprachler sind. Ausdrücke wie „das macht Sinn“ oder „das ist nicht mein Ding“. Einblick in Gesellschaft und Werte. Serien zeigen dir Themen, die in einem Land wichtig sind: Familie, Arbeit, Freundschaft, Politik oder auch gesellschaftliche Probleme. So lernst du nicht nur die Sprache, sondern auch die Gedankenwelt, in der sie benutzt wird. Nonverbale Sprache. Körpersprache, Tonfall und Mimik sind ein riesiger Teil der Kommunikation. Serien geben dir die Möglichkeit, auch das zu beobachten.
Du siehst, wie jemand mit einem Kopfnicken Zustimmung signalisiert oder mit einem Schulterzucken Gleichgültigkeit ausdrückt und kannst es selbst übernehmen. Kurz gesagt, Serien sind ein Kulturkurs nebenbei. Sie helfen dir nicht nur Wörter zu verstehen, sondern auch, wie Menschen sie benutzen. So entwickelst du Sprachgefühl. Und genau das macht am Ende den Unterschied zwischen Schuldeutsch und echtem, lebendigem Deutsch. So beliebt das Lernen mit Serien ist, viele geben schnell wieder auf. Der Grund: Sie fühlen sich überfordert. Die Schauspieler sprechen zu schnell, Wörter tauchen auf, die man nicht kennt, und am Ende hat man das Gefühl, ich verstehe ja gar nichts. Genau deshalb ist es wichtig, Strategien zu haben, um Frust zu vermeiden. Die richtige Serie wählen. Nicht jede Serie eignet sich für den Einstieg. Wähle Formate mit klarer Sprache, wenig Fachjargon und kurzen Episoden. Sitcoms oder Jugendserien sind oft leichter verständlich als Krimis mit komplizierter Handlung. Das Level beachten: Starte nicht gleich mit komplexen Politserien oder historischen Dramen. Such dir Material, das knapp über deinem Niveau liegt. Wenn du die Hauptidee verstehst, bist du auf dem richtigen Weg, auch wenn einzelne Details fehlen. Realistische Erwartungen. Erwarte nicht, dass du von Anfang an jedes Wort verstehst. Ziel ist es, den Kontext und die Handlung zu begreifen. Einzelne Wörter kommen mit der Zeit von selbst dazu. Kurze Einheiten statt Marathon. Schau lieber 10 Minuten konzentriert mit Fokus, als eine ganze Folge nebenbei laufen zu lassen. Weniger, aber intensiv bringt deutlich mehr. Pausen erlauben. Wenn eine Serie zu schwer wirkt, ist das kein Versagen. Mach eine Pause, schau eine einfachere Serie oder wechsle zwischen verschiedenen Formaten. Abwechslung hält die Motivation hoch. Fazit: Frust entsteht vor allem dann, wenn Anspruch und Realität auseinanderklappern. Mit der richtigen Serienwahl, klaren Erwartungen und kleinen Lerneinheiten machst du das Serienlernen zu einer motivierenden Erfahrung anstatt zu einer Quelle von Stress. Eine Serie bringt dir nur dann wirklich etwas fürs Deutschlernen, wenn du sie regelmäßig in deinen Alltag einbaust. Viele schauen zwar ab und zu eine Folge, aber echtes Lernen entsteht erst durch Routine. Feste Zeiten einplanen. Mach Serien zu einem fixen Teil deines Tages. Zum Beispiel 15 Minuten abends nach dem Abendessen oder morgens beim Frühstück. Wichtig ist die Regelmäßigkeit, nicht die Länge. Schon kleine Einheiten wirken, wenn sie täglich wiederkehren. Kurz und intensiv, statt lang und passiv. Du musst nicht immer eine ganze Folge schauen. Ein kurzer Ausschnitt von 5 bis 10 Minuten reicht völlig, wenn du ihn bewusst nutzt. Mit Untertiteln arbeiten, Szenen mehrfach ansehen, Dialoge nachsprechen. Serien als Lernritual. Baue Rituale auf, die dir helfen, dran zu bleiben. Zum Beispiel montags und mittwochs eine neue Szene schauen. Dienstags und donnerstags dieselbe Szene nachsprechen. Am Wochenende eine ganze Folge genießen, einfach nur zum Spaß. Verknüpfung mit Gewohnheiten. Setze Serien an eine Stelle im Tagesablauf, die schon fest verankert ist. Wenn du abends sowieso Netflix schaust, wechsle bewusst zu einer Serie auf Deutsch. Langfristig dranbleiben. Der größte Vorteil von Routinen ist, sie nehmen dir die Entscheidung ab. Du musst nicht jedes Mal neu überlegen, ob du lernst. Es passiert automatisch. Und mit der Zeit wird Serienlernen so selbstverständlich wie Zähneputzen. Fazit: Serien sind nicht nur Unterhaltung, sondern ein kraftvolles Lernwerkzeug, wenn du sie regelmäßig einsetzt. Mit klaren Routinen machst du Fortschritt Schritt für Schritt, ohne Druck, aber mit Konstanz. Serien und Filme sind weit mehr als nur Zeitvertreib. Richtig eingesetzt sind sie ein mächtiges Werkzeug, um dein Deutsch nachhaltig zu verbessern. Und zwar auf eine Weise, die Spaß macht.
Wir haben gesehen, warum Serien so beliebt sind. Sie fesseln uns emotional, zeigen Sprache in ihrer echten Form und bringen dich mitten in die Kultur. Im Vergleich zu Lehrbuchdialogen sind sie authentisch, lebendig und oft voller Redewendungen, die im Alltag ständig vorkommen. Mit den richtigen Strategien verwandelst du Serien von passivem Konsum in aktives Sprachtraining. Untertitel clever nutzen, zuerst als Unterstützung, später als Herausforderung. Szenen mehrfach schauen, um Wörter, Strukturen und Intonation Schritt für Schritt zu verinnerlichen. Dialoge nachsprechen, um Aussprache und Sprachgefühl zu trainieren. Neue Wörter im Kontext lernen, damit sie hängen bleiben und sofort nutzbar werden. Serien als Kulturfenster sehen, das dir Einblicke in Humor, Alltag und Gesellschaft gibt. Routinen entwickeln, um dran zu bleiben, denn Kontinuität ist der wahre Schlüssel. Natürlich gibt es Herausforderungen, schnelle Sprache, unbekannte Wörter oder Momente, in denen du denkst, das ist zu schwer. Doch mit Geduld, realistischen Erwartungen und den richtigen Formaten verwandelst du diese Hürden in Fortschritt. Das Wichtigste: Serienlernen soll Freude machen. Je mehr Spaß du hast, desto leichter bleibt die Sprache hängen. Lass dich von Geschichten mitreißen, fieber mit Charakteren mit und lerne ganz nebenbei. Fazit: Mit Serien und Filmen kombinierst du Unterhaltung und Lernen. Die perfekte Mischung für langfristigen Erfolg. Mach Serien zu deinem Sprachpartner und dein Deutsch wächst ganz natürlich, während du deine Lieblingsgeschichten genießt.